So, wetterbedingte Zwangspause. Zumindest mache ich eine. Es wird herbstlich hier in Albanien. Die Gewitter häufen sich. Ich hatte gestern Nacht ein Gewitter, was ich aber trocken überstanden habe in meiner Bruchbude. Nur es hatte dann auch kräftig geregnet zwischendurch. Und der Weg, der mich dann wieder zur Straße führen sollte, hat sich als richtig schöner Lehmboden rausgestellt. Mein Fahrrad sah aus wie ein großer brauner Haufen. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Naja gut, habe ich es abgespritzt und hatte einen richtig schönen sonnigen Tag dann, habe mir Berat angeguckt. War auch wieder sehr schön in der Stadt zu sein. Ist wirklich eine tolle Stadt, ist auch ein UNESCO-Weltkulturerbe. Und die Geschichte, die reicht bis in die osmanische Zeit zurück. Und die nennt sich die Stadt der 1000 Fenster. Also wirklich sehr schön. Naja gut, dann wollte ich weiterfahren zu einem Dorf hier in den Bergen, was auch so einen Badesee hat. Hätte ich schon mal ein Zelt aufschlagen können. Alles ganz toll. Nur leider ist für heute Abend wieder ein Gewitter angesagt. Hier in der Ecke. So. Und wenn man mal da in die Richtung guckt, da hinter den Bergen ist Berat. Sieht alles nicht so einladend aus. Und ich wollte jetzt auch nicht wieder 11 Euro für ein Hostel ausgeben. Ein Hostel, wo ich damals auch übernachtet habe. Und das Dorf ist in der Richtung. So, und wenn man mal so ein bisschen guckt, was sich hier alles wieder so auftürmt, es ist alles nicht so schön. Deswegen habe ich gesagt, ich fahre mal wieder in einen Lost Place, mal wieder eine Bruchbude. Aber da schlafe ich wenigstens trocken. So, also mal gucken, wie das heute Abend wird. Ob wirklich ein Gewitter kommt und ob es regnet. Im Fall der Fälle bleibe ich trocken und weiterfahren kann ich morgen auch noch. Ich habe noch genug Zeit hier für Albanien. Tja, schade Schokolade. Ich bin gerade am Strand oberhalb von Vlora und hier haben alle Restaurants geschlossen, bis auf eins. Da habe ich eben noch Pommes gegessen und eine Cola getrunken. Da werde ich auch morgen meinen Frühstückskaffee trinken. Und jetzt habe ich mir hier eins ausgesucht, was zumindest den besten Wetterschutz bietet, weil hier oben über diesen ganzen Bastmatten, da ist noch eine vernünftige Plane. Es ist nämlich Regen angesagt. Und dann werde ich zumindest trocken schlafen. Ja, das Doofe ist nur, hier hat kein einziges von den Restaurants Strom. Es sind zwar überall Außensteckdosen, aber Strom haben sie abgeschaltet. Na gut, kann man sich manchmal nicht aussuchen. Es ist 7:45. Meine Nacht am Strand, die war ein bisschen stürmisch. Also es wurde halt nachts noch richtig windig. Aber es hat zum Glück nicht doll geregnet und ich bin trocken geblieben. Aber ich hatte gestern Abend noch mal einen Fanclub mit 3 ganz putzigen Straßenhunden. Also die waren wirklich süß. Und der eine, nachdem sie hier mal wieder in den Wald verschwunden waren, um irgendjemanden zu verscheuchen, kam dann wieder und hat erstmal einen von meinen Latschen geschnappt. Ich lag da in meinem Schlafsack, der schnappt sich einen Latschen, freut sich des Lebens, rennt erstmal auf den Strand damit. Ja. So zeigt sich Dankbarkeit. Und ich habe noch mal eine Würste mit ihnen geteilt. So, Strandwetter ist das hier heute nicht. Aber war ja angekündigt. Naja, es ist nicht kalt. Aber es regnet halt hier und da so ein bisschen. Und mein Fahrrad muss ich unbedingt sauber machen. Denn mal dadurch, dass ich das nicht richtig abgespritzt habe nach meiner Schlammperiode, blockiert der Freilauf hinten.
wenn ich zurücktreten will. Naja gut, suche den Fahrradladen auf, vielleicht können die das mal ein bisschen ausbauen, ein bisschen sauber machen. Dann werde ich mir wahrscheinlich ein Hostel nehmen. Es gibt hier in Flora 1 für 8 Euro das Bett. Was neu bei Booking ist, bin ich mal gespannt, wie das da so sein wird. Naja. Gibt halt auch mal schlechte Tage, ne? Aber dafür, ja, vielen Dank an den lieben Mann. Gibt zum Frühstück jetzt erstmal ein Raki. So, ich freue mich, euch mein Hunderudel vorstellen zu können. Tada! Hier, die ist ganz schüchtern. Und das hier, das ist der Racker, der hier mein Latschen geklaut hat. Oh, die sind so süß. Ich würde sie am liebsten mitnehmen, ne? Allerdings wird das ein bisschen tricky, 3 Hunde auf einer Radreise versorgen zu können und sich um die zu kümmern. Oh Mensch. Aber lieb sind sie. So, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Eine Reise schreibt Geschichten. Ich hatte mich doch für ein anderes Hostel entschieden. Eins, was Frühstück inklusive hatte. Hat auch nur 3 Euro mehr gekostet. Und naja, die Anlage ist sehr schön. Ne? Sieht wirklich gut aus hier. Ich habe auch 2 nette andere Reisende getroffen, mit denen ich mich gestern sehr schön unterhalten habe. Ein Mädchen aus Frankreich und einen Engländer. Und meine Wäsche haben sie auch gewaschen. So, dann war aber seit gestern Abend nur so ein junger Bursche hier, der irgendwie auch nicht viel geredet hat, aber mehr Kosmetikprodukte hat als meine Schwester. Und so, eigentlich sollte es vom 8 bis 10 Frühstück geben. Nur ist er irgendwie weg. Jetzt bin ich hier mit der Französin alleine. Jetzt haben wir auch unser eigenes Frühstück gekauft. Ich habe das Management mal angeschrieben. Per WhatsApp-Nummer hier. Kam aber auch noch keine Reaktion. Mal gucken, was die sich einfallen lassen, um das wieder gut zu machen. Naja, wo meine Wäsche ist, weiß ich auch nicht. Jetzt gibt es erstmal Frühstück. Ach ja, ich erlebe gerade so ein kleines Déjà-vu. Ich habe damals während meiner ersten Albanien-Tour die Tatjana ja kennengelernt, durch Zufall. Und in Shkodra haben wir uns da auch die Burg angeguckt. So, und jetzt hier in Vlora habe ich halt auch so mehr oder weniger durch Zufall die Sophie aus Frankreich kennengelernt. Und habe mich dann dazu entschieden, weil das Wetter, ja, ich sag mal, nicht ganz so prickelnd werden soll, dass ich halt hier bleibe. Und begünstigt dadurch, dass ich mit dem Hostelchef einen Deal machen konnte. Wir kümmern uns selber um das Frühstück, da kommen wir auf jeden Fall auch günstig bei weg. Und wir kriegen die Übernachtung zum halben Preis, also für 5 Euro anstatt 10. So sind wir unterm Strich halt günstiger dabei. Ja, und jetzt bin ich mit der Sophie hier in Flora auch in der Burg und schauen uns das an. Und richtig putzig. Das liegt hier voll auf dem Hügel, also auf einem wirklich großen Hügel. So, und ihr Vorschlag war, ja, wir können ja heute einfach per Anhalter fahren. Und dann wurden wir von der italienischen Familie mitgenommen. Und dann saßen wir da hinten auf der Rückbank und haben versucht, uns mit der Frau zu unterhalten. Und sie hat Italienisch gesprochen, wir haben Englisch gesprochen und so. Das war schon ganz putzig. Ja, cool. Oh, man könnte hier so geil zelten. Hier ist niemand, der irgendwie Eintritt verlangt. Man hat hier so eine Ruhe. Alles so schön gepflegt. Nur leider wäre das ein ganz schöner Kampf, mit dem Rad hier hochzukommen.
So, und weiter geht's. Ich bin jetzt ein bisschen länger in Flora geblieben, also 3 Nächte insgesamt. Tat auch ganz gut, nur gestern war das Wetter ziemlich windig und nicht ganz so schön anzusehen, aber es hat wenigstens nicht geregnet. Also es hat überall geregnet, nur nicht in Flora. Naja, und es stand mal eine Wanderetappe an auf dieser Reise und ich habe mir natürlich auch schön Blasen gelaufen unter beiden Füßen. So, jetzt geht es die Küste entlang Richtung Griechenland. Nur wird die Etappe heute ganz schön anstrengend. Und bevor ich nämlich an die wunderschöne albanische Riviera komme, muss ich erstmal einen ziemlich hohen Berg rauf. Das sind jetzt etwas über 1000 Höhenmeter auf knapp 20 Kilometer. Das mag alles nicht so viel klingen. Es geht aber ganz schön lange bergauf. So, mein Navi sagt, ich brauche gute 2 Stunden. Da kann ich locker nochmal 2 Stunden raufrechnen. Aber es ist jetzt kurz nach 10. Ich bin heute sehr früh aufgebrochen. Das wird schon alles passen. Dann gibt es eine wunderbar geniale Abfahrt. Ich kenne die Gegend ja schon. Und dann suche ich mir einen schönen Strand. Und dann lasse ich es mir heute nochmal schön gut gehen. Weil es gibt jetzt noch 2 Tage schönes Wetter. Danach ist erstmal ganz viel Regen angesagt. Und Gewitter. Bis nach Griechenland rein. Na, mal schauen. Wird schon alles irgendwie. So, es musste ja so kommen. Nicht nur, dass ich jetzt noch 700 Höhenmeter vor mir habe, jetzt wird es auch noch nass. So ein großer brauner Haufen. So, geschafft. Ich bin auf dem Pass. Hey, es war aber auch eine Plackerei. Aber gut, dann schiebt man das Fahrrad halt, weil so extrem ist meine Übersetzung dann doch nicht. Aber gut, dann kostet es halt ein bisschen Zeit. Alles nicht so schlimm. So, und wie man sehen kann, sieht man jetzt nicht so viel. Scheiß Wolken. Oh, ich habe Scheiße gesagt, tut mir leid. So, da ist der Pass. Und wisst ihr was? Jetzt geht es erstmal 15 Kilometer bergab. Freue ich mich drauf. So, von da ganz oben bin ich gekommen. Und war das eine tolle Abfahrt. Also es hat richtig Spaß gemacht. Und vor allem war das so ein schönes Gefühl, hier die Küste wieder zu sehen. Ich habe das ja alles schon mal gesehen und es war toll. Also da musste ich mir echt eine kleine Träne verkneifen. Das heißt ja, ich sehe sie grenzenlos, ich sehe sie Heulsuse. So, ich bin jetzt in einer kleinen Stadt namens Jeremy und habe mir da hinten meinen Schlafplatz eingerichtet. Nudeln sind auch gleich fertig und dann werde ich hier gemütlich den Abend genießen.
jetzt in Borsch angekommen. Das ist auch ein sehr bekannter Strand hier und auch sehr groß. Und hier sind auch tatsächlich ein paar andere Camper mit ihrem Auto. Ich weiß gar nicht, was sie hier wollen. Naja, ich habe jetzt hier mal einen Platz gefunden. Ist jetzt vielleicht nicht so schön, aber gut. Gestern war der Platz eigentlich recht cool in dieser geschlossenen Bar. Allerdings wurde ich dann um 6:45 rausgeschmissen, weil ein junger Mann ankam. Der war irgendwie überhaupt nicht begeistert, dass ich da mit meinem Zeug war. Naja gut, man darf nicht vergessen, es ist natürlich trotzdem Privatgelände, auch wenn es nicht sonderlich gut gesichert ist. Und der ein oder andere, der ist dann halt entspannt, wenn man denen sagt, was man so macht, dass man mit dem Fahrrad unterwegs ist und seine 7 Sachen wieder mitnimmt und keinen Müll hinterlässt. Und der war eben nicht entspannt. Der hat einen richtigen Aufstand gemacht. So, an dieser Stelle aber natürlich der Hinweis, Privatgelände, da heißt es vorsichtig sein, immer jemanden fragen, wenn man da jemanden findet. Und ansonsten zur Not halt, ja, irgendwo sein Zelt aufschlagen. Ich habe mir nichts Böses dabei gedacht. Es war jetzt halt mal nicht in Ordnung für den Typen. Sonst hat es eigentlich immer geklappt. Naja gut, passiert. So schön hier lang zu fahren. Es geht zwar ordentlich bergauf und bergab, teilweise ganz schön anstrengend, aber Olivenbäume, soweit das Auge reicht. Und dann dazwischen immer wieder das Meer und Korfu. Die Straße ist super, es ist kaum Verkehr. Ey, echt klasse. Das ist richtig schön hier an der Küste. So, ich bin in Saranda angekommen, ganz im Süden von Albanien. Da hinten ist schon das griechische Festland. Und für mich ist das einfach der schönste Aussichtspunkt hier in Albanien. Ja, vor fast genau 2 Jahren, in einem Monat war ich schon mal hier. Zu fast genau derselben Uhrzeit. Krass. Ja, nur mit dem Unterschied, dass ich jetzt mit dem Fahrrad hier gefahren bin. Das waren jetzt gut über 2.500 Kilometer. Wahnsinn. Saranda selber, ja, ist nicht gerade die schönste Stadt. Also man kann sie sich angucken, man kann die Fähre nach Korfu rübernehmen, alles kein Thema. Ja, aber das Highlight ist halt dieser Aussichtspunkt. Hier mit dem Leuchtturm und mit der Burg da oben. Und ich hatte auch erst überlegt, dass ich hier schlafe. Ne, hier könnte ich mich schön mit dem Schlafsack hinlegen. Aber es ist ein kleines bisschen windig. Nicht viel, aber nun doch ein bisschen. Und mir fehlt halt noch so ein Biwaksack, also so ein Schlafsacküberzug. Das heißt, ich werde nochmal die Straße ein kleines Stück zurück, also weiß ich, 10 Meter oder so, 15 Meter. Das ist auf der anderen Seite ein schöner geschützter Platz. Werde ich da schlafen und mir dann das Tal bei Nacht angucken. Sieht auch sehr schön aus. Dass ich nicht am Leuchtturm übernachtet habe, war gar nicht so schlimm, weil bis ca. 10 Uhr sind dann noch Leute rauf und runter gefahren. Und da war mir das hier
so ein bisschen sichtgeschützter von der Straße. Und dann doch lieber. Das wird jetzt heute der letzte trockene Tag in Albanien. Also laut Wetterbericht soll es ja, so ab Nachmittag, späten Nachmittag schon anfangen zu regnen. Und dann die ganze Woche durch. Aber mal gucken. Es geht jetzt nach Ksamil, dem letzten Dorf vor der griechischen Grenze. Eigentlich ein sehr schöner Ort, aber halt sehr touristisch. Also am ganzen Strand sind Restaurants. Es gibt viele Apartments da. Aber mal gucken. Ich habe mir da eine Unterkunft genommen, zumindest für eine Nacht. Und werde dann so die üblichen Sachen machen, Sachen aufladen. Auch mal nach Hause telefonieren. Und dann, ja, ist die Zeit in Albanien auch schon vorbei. Eigentlich sehr schade, aber ich muss ja auch ein bisschen weiterkommen. Und dann geht's nach Griechenland. Ja, schon irgendwie cool. Als ich das letzte Mal in Ksamil war, das war Ende September, zum Ende der Touristensaison, war hier alles voll mit Menschen. Man hat hier am Strand oder an den Stränden kaum irgendwie einen freien Platz gefunden, weil alles voller Liegen war. Und jetzt wie ausgestorben. Ein paar vereinzelte Touristen laufen hier rum, aber am Strand hat kaum ein Restaurant offen. Hier ist eins. Nicht gesichert. Ich konnte da auf die Veranda. Habe sogar noch Strom und Internet. Mal gucken, ob später wieder jemand um die Ecke kommt, der einen Aufstand macht. Aber das ist schon der Wahnsinn. Eigentlich schade. So ein schöner Ort. Und schade, dass das Wetter schlecht werden soll. Sonst würde ich hier glatt 2-3 Tage bleiben. So, das könnte heute ein recht trübseliger Abend werden. Nicht nur, dass es wettermäßig ziemlich düster aussieht, es ist ja auch der Strom ausgefallen. Das heißt, ich habe kein Licht und ich kann mir auch nichts zu essen kochen. Und in meiner Flasche für den Benzinkocher habe ich auch nur noch eine Pfütze drin. Naja, zumindest habe ich ein paar Kekse übrig. WLAN habe ich nicht. Na gut, das ist ja irgendwo noch zu verschmerzen. Kann ja so dann noch ein paar Dinge tun. Aber naja. Ist halt manchmal so, ne? Albanien ist halt nicht Dänemark. Guten Morgen. Das sind jetzt meine letzten Kilometer in Albanien. Gestern wurde das noch richtig ungemütlich. Also es hat ordentlich gewittert und auch ordentlich geregnet. Und der Strom, der ist ein zweites Mal noch ausgefallen. Ich habe mir rechtzeitig noch was zu essen machen können. War ich gerade mit dem Essen fertig. Zack. War wieder alles duster. Naja, aber nach Hause telefonieren konnte ich dann trotzdem noch. Dann passt alles gut. So, jetzt geht's nach Griechenland, dem letzten Land für dieses Jahr. Mahlzeit. Mein Plan nach Griechenland zu fahren hatte sich um einen Tag verschoben. Ich habe nämlich einen Stopp in Butrint eingelegt. Da gibt es eine alte Römer-Ausgrabungsstätte. Eigentlich sehr interessant, aber ich kannte das ja alle schon. Und da ist auch ein Hotel mit einem Restaurant. Und dann wollte ich da halt meine letzten albanischen Lek ausgeben, weil damit kannst du nur in Albanien was anfangen, nirgendwo sonst. So, dann bin ich dahin und der einzige andere Gast in dem Moment war die Christa aus Österreich, die mit ihrem großen, umgebauten Mercedes unterwegs ist. Eine alte, rüstige, herzensliebe Frau. Und da haben wir gequatscht und gequatscht. Frühstück bestellt, ich habe ihr ein Getränk ausgegeben, sie hat mir ein Getränk ausgegeben und immer weiter gequatscht.
Dann haben wir dann irgendwann Mittag gegessen, weil es auf einmal so spät war. Und weil ein Gewitter angesagt war. Und die Gewitter hier sind richtige Gewitter. Nicht so eine Spaßveranstaltung wie zu Hause. Ja gut, dann hat sie mir angeboten, mit dem Camper zu schlafen. Dann habe ich auf einer Matratze vorne im Fahrerhaus gepennt. Hat alles gepasst, war auch bequem. So, und heute Morgen haben wir dann gefrühstückt und wieder viel erzählt. Und jetzt ist es schon 2:30. Und ich bin jetzt auf dem Weg nach Griechenland und sie kommt dann hinterher, weil wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir bis nach Sagiada fahren. So eins von den Dörfern, die nah hinter der Grenze sind. Und da treffen wir uns dann wieder. Und ja, dann mal gucken, wie weit wir dann noch zusammenreisen. Sie in ihrem Camper, ich auf dem Fahrrad. Das ist schon irgendwie cool.